Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage Ihnen was. Solange es mich persönlich nichts angeht oder solange ich nicht der Meinung bin, dass jemand Unschuldiger schwer zu Schaden kommt, versuche ich nach dem Prinzip der 3 Affen zu leben. Sie wissen schon, nichts hören, nichts sehen, nichts reden. Zumeist gelingt mir das. Ja? Ich lebe eher nach dem Motto, kehr zuerst vor deiner eigenen Tür. Doch bei Hundebesitzer gibt es 4 Dinge, die mich besonders ärgern, und die möchte ich heute hier gerne ansprechen, weil diese Dinge, wenn sie von Hundebesitzern getan werden, indirekt oder direkt auch mit mir zu tun haben. Ja. Und genau um das geht es heute in diesem Video. Also, bis gleich. Ja, 4 respektlose Verhaltensweisen von Hundebesitzern, die mich wahnsinnig ärgern. Nochmal, ich wiederhole mich, normalerweise geht mich das nichts an, was jemand anderes tut. Natürlich versuche ich zu handeln, wenn ich sehe, ein Hund wird malträtiert, gequält, sehr schlecht behandelt. Klare Sache, soweit es mir möglich ist. Ja. Aber sonst muss jeder selbst tun, was er tut. Allerdings gibt es einige Verhaltensweisen da draußen unter Hundebesitzern, die mit ihnen oder mit mir, wenn sie auf diese Hundebesitzer treffen, indirekt und manchmal direkt zu tun haben, die ich nicht korrekt finde, und genau die möchte ich hier und heute ansprechen und gleich mal mit der ersten starten. Und das ist das verdammte Handygucken, wenn sie mit ihrem Hund unterwegs sind. Das verstehe ich nicht. Was das mit mir zu tun hat, nun, ich gebe Ihnen einige Beispiele. Ist noch nicht lange her, war ich mit Vito unterwegs. In einer Gasse, etwa 6 Meter breit, kam mir ein Mädchen entgegen, konzentriert aufs Handy sehend. An ihrer Flexileine einen mittelgroßen Hund. Der Hund ging von mir aus gesehen auf der ganz linken Seite der Gasse und die Besitzerin von mir aus gesehen auf der ganz rechten Seite der Gasse. Und von rechts nach links über die Gasse gespannt war die Leine, also abgesperrt. Ich dachte mir, wenn sie mich nicht bemerkt, bleibt mir nichts anderes über, als in der Mitte der Straße dann über diese Leine drüber zu hüpfen. Das Kommando Hopp beherrscht mein Hund Vito zum Glück. Ja, also ich ging da weiter, sie kam mir entgegen und etwa 2 Meter vor mir merkte sie mich erst, als ihr Hund uns gemerkt hat und auf uns zurannte. Dann erschrak sie, Entschuldigung, sicherte ihren Hund und ging weiter. Ja. Wir haben hier einen Herrn, der führt an der Leine einen recht unverträglichen, kantigen Rüden. Und dieser Mann ist dafür bekannt, permanent beim Gassigehen mit seinem Hund aufs Handy zu sehen. Auch mit ihm hatte ich schon die ein oder andere delikate Geschichte erlebt. Zuletzt habe ich ihn getroffen. Da wusste ich natürlich schon von seiner Vorliebe fürs Handygucken beim Gassigehen und habe ihn etwa 20, 30 Meter bevor wir so weit kamen, dass auch sein Hund reagiert, vorgewarnt, dass wir erscheinen. Denn ich sagte, Achtung, blickte er auf, sicherte seinen Hund und alles war gut. Doch die ersten Male, als wir uns getroffen haben, merkte er uns immer erst dann, nachdem ihm fast sein Handy runtergeflogen war, als sein Hund in die Leine reinkrachte. Ja. Zum Glück hat er ihn immer fest an der Leine, sonst wäre es zu einer Rauferei zwischen meinem und seinem Rüden gekommen. Ja. Ist auch so eine Geschichte. Und vor 2 oder 3 Tagen, ich glaube vor 2 Tagen war es, war ich am Feld unterwegs auf einem Güterweg und von der rechten Seite kam eine Dame ebenfalls aufs Handy guckend und an der Leine, ebenfalls an einer Rollleine, einen braunen Labrador. Der Hund sah mich und Vito schon. Ich sah die beiden natürlich auch. Die Besitzerin dieses Labradors hat uns nicht gesehen. Die blickte die ganze Zeit auf ihr Handy. Die Kurve zu mir nach links packte der Hund in relativ hohem Tempo und auch der Besitzerin flog fast das Handy aus der Hand, als
die Leine nicht mehr nachgab. Und erst dann bemerkte sie meinen Hund und mich. Und wissen Sie, liebe Zuseher, normalerweise ist es mir egal, ob Sie beim Spazierengehen mit Ihrem Hund aufs Handy blicken oder aufs Tablett blicken. Auch das gibt es. Ja. Wir haben hier eine Hundeführerin mit einem großen Gebrauchshund, den sie nicht in der Hand hat. Die ist mit dem Tablett unterwegs und sieht auf dieses und merkt sie erst dann, wenn der Hund zu rotieren beginnt. Und dann tragt sie ihn wie einen Koffer, ja, bis sie wieder ihren Blick aufs Tablett senken lässt. Ja. Ich verstehe das nicht, den Schwachsinn. Ja, nochmal. Geht mich normalerweise nichts an, ob Sie auf Ihr Handy schauen oder nicht, das ist Ihre Sache. Doch in solchen Fällen geht es mich was an. Denn viele Leute haben ihre Hunde nicht fest im Griff. In dem Moment, wo sie sich erschrecken, weil ihnen das Handy halb aus der Hand fällt. Ja, und der Hund kommt frei. Und wenn Sie einen unverträglichen Hund haben oder einen Hund, der sehr empfindlich darauf reagiert, wenn ein anderer nicht willkommen in ihn hineinschießt, so wie meiner, dann gibt es Reibereien, Probleme. Und wie komme ich dazu? Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine dieser Verhaltensweisen, die mich wahnsinnig ärgern, weil ich es nicht verstehe. Gehen wir zu Nummer 2. Verdammte Sache mit den Kotbeuteln. Schauen Sie nochmal. Ich bin weder ein Moralapostel noch ein Lehrer. Ich wiederhole mich, jeder sollte vor der eigenen Tür kehren. Doch ich sage Ihnen was, wenn ich in stark bewohnten Gebiet unterwegs bin, in der Ortschaft selbst, dann räume ich die Hinterlassenschaft meines Hundes weg. Wir haben genug Säckchenspender hier stehen und es sind auch alle paar hundert Meter Mistkübel, wo ich die dann wegwerfen kann. Ja? Also diese Sackerl fürs Gackerl, wie wir in Österreich sagen. Was ich nicht verstehe, ist, dass Leute den Kot ihrer Hunde vor den Fenstern der Anrainer liegen lassen, vor den Einfahrten der Gärten etc. und das nicht wegräumen. Geht mich normalerweise nichts an. Ja, weshalb ärgert es mich dann? Nun schauen Sie, wir haben eine eigene Facebook-Gruppe unserer Ortschaft, wo ich auch Mitglied bin und da kommen alle 2 Monate circa so Hunde-Bashing-Posts vor, wo es zu 99% um eben dieses Problem geht. Und hier werden dann alle Hundehalter unter Generalverdacht gestellt. Und es wurde mir nicht erst ein böser Blick zugeworfen, weil auch ich dieser Tat verdächtigt wurde. Doch ich räume den Schmutz meines Hundes im Ortsgebiet weg. Wenn ich mit ihm im Wald unterwegs bin oder neben dem Feld, nicht am Feld, das bestellt wird, ja, dann räume ich das nicht weg. Jeder, der mich dazu auffordern würde in solchen Momenten, würde fragen, ob er spinnt. Ja. Aber im Ortsgebiet, wo die Kinder zur Schule gehen, durch die Wiesen latschen, Sie wissen, was ich meine, da räume ich das weg. Und wenn Sie ein sozialer Mensch sind, tun Sie das auch. Und wenn Sie etwas Mitleid mit den Hundeführern haben, die das tun, tun Sie das auch. Denn wie gesagt, wir sind dann alle Treffer. Bei vielen Leuten sind wir alle schuld. Ja. Das ist eine Sache, die mich stört, weil sie nicht notwendig ist. Ja. Die dritte Sache, um die es jetzt geht, ist Verhalten mancher Hundebesitzer in der Freilaufzone. Schauen Sie, hier geht es hauptsächlich um eine Sache. Das Nicht-Einschreiten der Besitzer der Hunde, wenn ein Hund permanent über lange Zeit da drinnen gemobbt und dominiert wird. Ich verstehe nicht. Ist mir 3-mal mit meinen Hunden passiert, 2-mal mit meinen leider viel zu früh verstorbenen Tosa Ino-Rüden Shiro und einmal mit Vito. Alle 3-mal habe ich da drinnen zu streiten begonnen, weil ich das nicht einsehe. Ich kann Ihnen ein Beispiel erzähle ich Ihnen, das ich mit Shiro erlebt habe und dann möchte ich Ihnen kurz von einem Video erzählen, das mir vor kurzem zugespielt wurde, das dasselbe Thema behandelt. Ich betrat mit Shiro das erste Mal die Freilaufzone, da war er etwa 5 Monate alt. Ja, und es geschah das, womit man rechnen muss, wenn man in eine Freilaufzone hineingeht. Denn als ich da reingegangen bin, wurde er sofort mal von 5, 6 Hunden belagert und untersucht. Kein Problem, damit habe ich gerechnet, das ist nun mal so. Er ist neu, ein neuer Bandit im Revier, den sehen wir uns an. Na, hat alles gut geklappt, mein Hund war neugierig, die anderen Hunde waren neugierig, alles gut. Doch ein Rüde kristallisierte sich da heraus, der äußerst hartnäckig war, meinen Hund zu vermitteln, er sei der Chef hier im Ring und nichts geht über ihm und er ist der Boss und er hat das Sagen. Und dominierte meinen Shiro über mehrere Minuten lang. Bestieg ihn, knurrte ihn an, bedrängte ihn, drängte ihn ab, legte seinen Kopf auf meinen Hund, seinen Nacken und so weiter.
Die ersten 1-2 Minuten ließ ich das geschehen, dachte mir, okay, passt, gehört dazu zum Lernen. Doch dann wurde es mir schon zu lang und ich wartete darauf, dass der Besitzer dieses Rüden hier einschreitet und den Hund zur Raison bringt. Tat er nicht. Er stand daneben und fand das lustig, lächelte und witzelte darüber. Und auch ich zu ihm sagte, hör zu, schon langsam vergeht mir das Lachen. Entweder bringst du deinen Hund zur Raison oder ich tu das. Es begann da drin eine kleine Diskussion. Ich habe ihnen meine Meinung gesagt, habe ihnen gesagt, dass sie alle keine Ahnung von Hunden haben, habe meinen Hund gepackt und bin gegangen. Ja. Goetz-Zitat. Sie verstehen, was ich meine. Vor kurzem habe ich ein Video gesehen von einem deutschen Boxerrüden, ein Junghund, vielleicht 12, 13 Monate alt, in einer Freilaufzone, dem es genauso ergangen ist mit einem deutschen Schäferhund. Doch hier hören Sie beide Besitzer kichern, lachen, witzeln. Den Besitzer des deutschen Boxers, der in dieser Freilaufzone extrem vom deutschen Schäferhund bedrängt wird, und den Besitzer des deutschen Schäferhundes. Hier verstehe ich beide Besitzer nicht. Schauen Sie, in diesem Fall ist es so, stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihrem Kind am Kinderspielplatz. Auch hier kann es zu Reibereien kommen. Kinder verstehen sich nicht immer auf Anhieb miteinander. Manche mögen sich einfach nicht. Doch, wenn es da kurz mal zu einem Streit kommt oder wenn da kurz mal vielleicht ein etwas älteres Kind den Boss raushängen lässt, ja, dann drückt man zumeist ein Auge zu, oder? Ja, solange das nicht überhand nimmt. Aber wenn Ihr Kind da drinnen von einem anderen Kind minutenlang gestresst wird, an den Haaren gezogen wird, gestoßen wird, Ihrem Kind ständig das Bein gestellt wird, am T-Shirt gezogen wird, ihm der Zutritt zur Sandkiste verwehrt wird, dann werden Sie einschreiten, oder? Ich denke schon. Und genauso ist das in der Hundefreilaufzone Ihrem Hund gegenüber. Den sollten Sie dabei stehen. Zuerst sollten Sie hin, Ihren Hund Beistand leisten und dem Besitzer des anderen Hundes sagen, ob er nicht alle Tassen im Schrank hat. Das tut man nicht. Und ich habe sowas nicht erst einmal gesehen. Das ist eine Sache, die mich wahnsinnig ärgert. Ja? Solange es mich nichts angeht, ist es okay. Solange es aber mich und meinem Hund was angeht, ja, dann mache ich mich dafür gerade. Ja? Das sind so Dinge, die mich halt wahnsinnig ärgern. Ja? Und die vierte Sache ist der rücksichtslose Freilauf. Schauen Sie, heute ist es ja so, dass die Erwartung bezüglich des Wesens von Hunden eine etwas andere ist, als es noch vor 15, 20 Jahren war. Heutzutage erwarten sich viele Menschen, dass jeder Hund sozial fremden Artgenossen gegenüber funktionieren muss. Denn sonst passt da was nicht oder hat das nicht gepasst in der Erziehung. Und das ist empörend. Ich sehe das anders. Ja? Wenn sich mein Hund dazu entschließt, fremde Rüden nicht zu wollen, dann ist das ein gutes Recht. Ich werde ihn nicht dazu zwingen. Ist so. Ja? Sie mögen mich dafür kritisieren, aber ich sehe das nun mal so. Ja? Geht auch nur mich was an, denn mein Hund ist dementsprechend gesichert, wenn er mit mir auf Artgenossen trifft, bis wir wissen, wie der Hase läuft. Manchmal wird er ausgelassen, wenn es hier Sympathie hagelt und wenn ich sehe, hier herrscht keine Sympathie vor, bleibt an der Leine. Von mir geht das Problem nicht aus. Rücksichtsloser Freilauf. Ich treffe öfter im Wald, wenn ich mit Vito unterwegs bin, eine Partie Leute mit einer sehr beliebten, wie soll ich sagen, Begleithunderasse. Ich möchte jetzt die Hunde nicht ansprechen, ich möchte die Leute nicht diffamieren, ja, am Markt haben. Die es als selbstverständlich empfinden, ihre Hunde, egal wo und ohne wirklich irgendwie intensive Aufsicht, herumhirschen zu lassen. Das sind zwei Rüden. Ja. Ich bin dort aber auch oft unterwegs und mein Hund mag das nicht, wenn fremde Hunde in ihm reinschießen. Wenn sie sich gemütlich sachte nähern, neugierig nähern, ist eventuell alles gut. Wäre nicht das erste Mal, dass ich ihn mit anderen Rüden habe spielen lassen können. Sehr gutes Recht. Ich kann auch nicht jeden Menschen leiden. Doch solche Menschen denken an das nicht. Und jetzt bin ich oft mit ihm im Wald unterwegs und es kommt vor, dass die beiden plötzlich um die Ecke schießend daherkommen und auf uns zustarten. Und die Besitzer dieser Hunde das erst merken, wenn sie die Akustik meines aufgeregten Hundes vernehmen können. Ja? Denn der dreht da dann anständig am Rad. Schauen Sie, ich empfinde das als respektlos. Es ist mir auch schon geschehen, dass, ich habe Ihnen schon die Geschichte erzählt von diesem einen Jagdhund, der uns 4-mal den Weg versperrt hat und
für den Vito viermal den Prügelknaben hat darstellen müssen, bevor ich den Spieß umgedreht habe. Da war das ähnlich. Der Hund wurde rücksichtslos, freilaufend durch die Wälder geschickt. Egal was kommt. Schauen Sie, Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass jeder Hund da draußen herumflattert wie ein Schmetterling und dass sich jeder Hund da draußen mit anderen Artgenossen verträgt. Das ist keine Selbstverständlichkeit nicht. Auch heute nicht. In der woken Welt ist das keine Selbstverständlichkeit nicht. Ja? Auch wenn Sie das nicht hören wollen, das ist so. Ich muss doch so viel Hausverstand besitzen, um damit zu rechnen, dass irgendwo ein Hundebesitzer mit einem Hund daherkommt, der das nicht möchte. Ja? Und das ist eine Verhaltensweise bei Hundebesitzern, die mich wahnsinnig ärgert. Die kann mich zur Weißglut bringen. Speziell dann, wenn Sie als Besitzer eines Hundes, der den Kontakt mit anderen Artgenossen nicht möchte, ja, als derjenige mit dem bösen Hund bezeichnet werden. Ja? Dann vielleicht noch hinter Ihren Rücken herumgeredet wird. Während man Ihnen das aber nicht ins Gesicht sagt. Ja? Das ist überhaupt eine Sache, wo ich rotieren kann. Ja? Wenn jemand so feig ist, dass er hinter Ihren Rücken redet, aber wenn er Sie sieht, hallo, grüß dich, servus, wie geht's? Ja? Das ist ein Menschentyp, den ich wahnsinnig verachte. Ja, liebe Zuseher, das sind 4 Verhaltensweisen, die mich persönlich am meisten ärgern. Es gibt wahrscheinlich viele Dinge, die nicht notwendig sind, die auch direkt oder indirekt mit ihnen zu tun haben, aber das sind 4 Verhaltensweisen, die mir jetzt mal als erster einfallen würden, wenn es darum geht, dass man sie vielleicht vermeiden könnte. Warum habe ich dieses Video gebracht? Nun, ich bin mir sicher, dass es da draußen Menschen gibt, die solche Dinge auch ärgern. Und vielleicht sind Sie, die jetzt gerade hier zusehen, ein Mensch, der in Kürze vorhat, sich seinen ersten Hund zu nehmen, haben jetzt das Video gesehen und vermeiden das vielleicht in Zukunft. Ja, dann gibt es schon einen Hundebesitzer weniger, über den man sich bei solchen Verhaltensweisen ärgern muss. Ja. Aber Sie werden sich vielleicht dann mal über diese Verhaltensweisen ärgern. Dachte mir, das Ganze vielleicht mal angesprochen, kann nicht schaden. Wie gesagt, weshalb, habe ich jetzt gerade erklärt. Ja, und so ist das nun mal und nicht anders. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.